Als ich die Malutensilien von Königin Victoria zum ersten Mal sah, war ich als Filmemacherin und Aquarellmalerin sehr überrascht, dass sie vor 150 Jahren eine Künstlerin war. Ihr Ur-Ur-Urenkel Prinz Charles malt ebenfalls gerne. Zum ersten Mal hat er sich bereit erklärt, seine außergewöhnliche Geschichte der Kunsttradition in seiner Familie im Laufe der Jahrhunderte zu erzählen. Sie hat damals auf Schreibpapier gemalt, so habe ich auch angefangen. Auf der Suche nach den frühen Werken der Kunst in der königlichen Familie entdecken wir Dutzende von anderen talentierten Künstlern. Diese Aquarelle sind wunderbar. Wir entdecken eine außergewöhnliche Fundgrube königlicher Kreativität. Das ist nicht ganz richtig geschrieben. Napoleon. Wir erfahren mehr über die Kunst und was sie ihnen bedeutet. Ich denke, Sie wissen, dass das Zeichnen der Natur, das Beobachten der Natur absolut entscheidend ist. Ich habe mich vom bloßen Anschauen inspirieren lassen. Normalerweise ist es das Licht, das meine Aufmerksamkeit erregt. Man kann immer und immer wieder dieselbe Aussicht haben und plötzlich ist da ein magisches Licht. Manchmal male ich abends und ab und zu, wenn es getrocknet ist, ist es genau das, was ich wollte. Man denkt, habe ich das gemacht? Woher kam das? Ich hatte das Glück, auf Schloss Windsor, dem Buckingham-Palast und Schloss Balmoral aufzuwachsen. Natürlich ist man in Windsor von den wunderbarsten Dingen umgeben. Wenn man klein ist, läuft man herum oder streift durch die Korridore und man nimmt es nicht wahr. Es ist nur der Hintergrund. Und auf einmal, ich muss 14 gewesen sein oder so, fielen mir plötzlich die Bilder an den Wänden und die Möbel bewusst auf. Wissen Sie, was ich meine? Vorher waren sie nur verschwommene Hintergründe und auf einmal sah ich sie mir bewusst an. Inmitten dieser unglaublichen Sammlung von Meisterwerken von Künstlern wie Canaletto und Rembrandt fanden wir Kunst, die tatsächlich von Mitgliedern der königlichen Familie geschaffen wurde. Und wir bekamen eine ganz besondere Führung. Dieses Ölgemälde wurde von meinem Vater gemalt, dem Duke von Edinburgh. Da war ich noch ein Kind. Es zeigt die Königin beim Frühstück im privaten Speisesaal hier auf Schloss Windsor. Dieses Interesse hat sein Vater weitergegeben, indem er dem jungen Prinzen von Wales gezeigt hat, wie man malt. Die Gemälde meines Vaters und von anderen meiner Vorfahren entstanden zum Vergnügen auf öffentlichen und privaten Reisen. Dieser seltene Linolschnitt eines Zirkuspferdes wurde von der Königin erstellt, als sie jung war. Das Pferd ist sehr gut. Sie muss 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein oder sogar noch jünger und hat es für ihre Eltern gemacht. Viele dieser Dinge wurden den Eltern zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt, so wie man es als Kind eben macht. Ich erinnere mich, wie ich so etwas für meine Großmutter und andere gemacht habe. Wir sterben irgendwann, aber diese Dinge leben weiter. Das ist so fesselnd, wenn ich mir Vermächtnisse anderer Familienmitglieder anschaue. Es ist dieses Gefühl, dass sie da waren. Sie haben hier gesessen und hier gemalt und es bleibt etwas von ihnen zurück. Es ist ein Teil von dir, der bleibt, während der Rest von dir verschwindet. Wir werden uns den Stammbaum des Prinzen von Wales ansehen, um zu sehen, ob es Hinweise auf ein künstlerisches Erbe gibt. Wir beginnen mit den frühesten Kunstwerken, die wir finden konnten. Im Kampf um den englischen Thron wurde Maria, Königin von Schottland, von Elizabeth I. fast 20 Jahre lang gefangen gehalten, bevor sie hingerichtet wurde.
Im Gefängnis, wo sie viel Zeit verbrachte, entfaltete sich ihre Kunst. Ich finde, dass die Stickerei von Maria, der Königin von Schottland, eine Kunst war, die faszinierend, aufwendig und sehr durchdacht war. Sie erschuf Bilder und es ist die erste ernsthafte Kunst der königlichen Familie. Das Bild des Weinstocks zeigt, wenn man etwas abschneidet, entstehen neue Triebe. Andere Zweige und Blätter kommen nach. Es war sinnbildlich. Sie hatte einen Sohn, eine Familie, die weiterleben würde. Und so war es. Sie sitzen noch heute auf dem Thron von England. Also hatte sie recht. Ein weiterer königlicher Künstler, der sein Handwerk während des englischen Bürgerkriegs auch im Gefängnis auslebte, war der Urenkel von Königin Mary, Prinz Ruprecht von der Pfalz. Er lebte vor fast 400 Jahren auf Schloss Windsor und war bekannt für die von ihm entwickelte spezielle Gravurmethode, die Schabkunst. Seine besondere Kunstfertigkeit hat bis heute überlebt und wird vom Prinzen von Wales sehr bewundert. Er war offensichtlich unglaublich begabt. Und wahrscheinlich bezieht sich dieses Bild darauf, was seinem Onkel, König Charles I., widerfuhr. Es ist wundervoll, dass es noch existiert und zeigt, wie talentiert er war. Man kann sich vorstellen, wie aufwendig es ist, so etwas mit Schabkunst zu erstellen. Durch seine künstlerischen Vorfahren fühlte sich Prinz Charles inspiriert, ebenfalls als Hobby zu zeichnen und zu malen, wann immer er Zeit dafür hat, obwohl er nie klassischen Unterricht hatte. Wir hatten das Glück, ihn zu einem seiner Lieblingsorte zu begleiten, einem abgelegenen Ort auf dem Anwesen Balmoral in Schottland. Es war wahrscheinlich meine Großmutter, die mich inspirierte oder ermutigte, zu schauen und zu beobachten. Ich habe diese Anregung, Dinge zu beobachten, sehr gerne angenommen. Ich wollte mehr tun, als nur zu fotografieren. Das gab mir nicht das gleiche Gefühl der Befriedigung, wie wenn ich es tatsächlich vom Auge per Hand zu Papier bringe. Ich habe mich immer auf den Hügel gesetzt und versucht, es zu Papier zu bringen. Und dann hat es geregnet und alles wurde fleckig. Und dann dachte ich, oh Gott. Also habe ich Jahre später beschlossen, dass ich es drinnen vollende. Ich habe dann eine Skizze gemacht und aufgeschrieben, wie die Farben aussehen und wo die Sonne steht und all das. Das war eigentlich ein unglaublich gutes Training, weil man dann viel genauer hinschaut. Man trainiert, die Sachen im Kopf zu behalten. Ich liebe es, Schneelandschaften zu malen. Es hat etwas unheimlich Befriedigendes, zu versuchen, das weiße Papier in Schnee zu verwandeln. Also alles umgekehrt zu machen, die dunkleren Teile einzubringen und zu versuchen, dasselbe Gefühl zu erzeugen. Für dieses Bild habe ich diese Skizze gemacht. Es ist immer interessant, wenn man versucht, sich zu erinnern, wenn man zurückkommt. Es ist in der Nähe vom Loch Cullerton. Ich liebe diese Schneeszenerie. Der Himmel ist etwas schwierig, aber manchmal erwischt man den richtigen Zeitpunkt. Und zu dieser Zeit im Jahr ist es einfach wunderbar. Das war im Januar. Da waren das Licht und die Schatten sehr aufregend. Im Laufe der Jahre ist in der königlichen Familie immer wieder künstlerisches Talent zum Vorschein gekommen. Aber ist das genetisch bedingt oder verbringen sie traditionell Zeit damit, künstlerische Fähigkeiten zu entwickeln?
Prinz Charles war besonders beeindruckt von dem nächsten Künstler, den er uns zeigen wird. Der wohl kultivierteste Monarch, der jemals auf dem Thron Großbritanniens saß. 4 Generationen nach Prinz Ruprecht von der Pfalz kam König George III., den alle den verrückten König nannten. Aber in der Bibliothek von Schloss Windsor befinden sich einige der bemerkenswertesten Kunstwerke. Und ich hoffe, dass Sie die Sicht auf ihn korrigieren. König George III. Hatte Unterricht im Zeichnen und insbesondere im Zeichnen von Architektur, da dies als ein wichtiger Teil seiner Ausbildung angesehen wurde. Ich nehme an, all diese Dinge, die er tat, waren Übungen in Beobachtung und Perspektive. Er hatte eindeutig ein Auge für Gebäude und die Schwierigkeiten des Maßstabs und der Proportionen. Das begleitete sein ganzes Leben. Sein Interesse an Kunst und Architektur veranlasste ihn, die Royal Academy of Arts mit einer großzügigen Spende zu unterstützen. Er war insofern zeitgemäß, weil Mitte des 18. Jahrhunderts viele Menschen seiner Herkunft das Zeichnen lernten, zum Zeichnen ermutigt wurden. Es wurde von ihnen regelrecht erwartet, dass sie in ihrer Freizeit zeichnen. Ich halte es für plausibel, dass jemand, der sehr beschäftigt war und sich mit der konstitutionellen Monarchie beschäftigte und Angst vor der Französischen Revolution hatte, das Zeichnen als Ablenkung und Flucht aus der Realität nutzte. Er benutzte diese Illustration eines Tempels in Palmyra im heutigen Syrien. Gott weiß, was damit passieren wird. Ich bete, dass sie ihn nicht zerstören. Er hat es auf wunderbare Weise geschafft, ihn in eine ländliche Umgebung einzubetten, mit dem Fluss und dem Boot darauf. Es ist sehr interessant, wie er die Landschaft gemalt hat. Ich finde die Bäume sehr interessant. Die Art, wie er sie gestaltet hat. Seine Arbeit an den Bäumen ist bemerkenswert. Damals im 18. Jahrhundert gab es eine bestimmte Art, die Bäume zu gestalten. Es war sehr mühsam, weil man den Bleistift in kleinen Kreisen führen musste. Und dann musste man es verschmieren. Aber es war sehr effektiv. Ende 1788 erkrankte der König schwer. Er litt einen schweren Schub seiner Krankheit, die man heute als Porphyrie kennt. Ich dachte immer, dass er zu den Menschen gehört, die von der Geschichte verleumdet wurden. Nun habe ich neulich entdeckt, dass er Produkte für sein Haar verwendet hat, die anscheinend Arsen enthielten. Man hat nämlich Haare von ihm in ein Labor geschickt und dort einen außerordentlich hohen Arsenwert festgestellt. Es könnte also sein, dass die Verwendung von Arsen in seinen Medikamenten und ähnlichen Mitteln seine Wahnvorstellungen und sein schreckliches Delirium noch verschlimmert haben. Der Mann musste viel durchmachen. Offensichtlich verursachte die Krankheit die schrecklichsten Schmerzen und natürlich macht das einen verrückt. Es gibt nur sehr wenige Zeichnungen von ihm nach dieser Zeit. Die Auswirkungen der Krankheit des Königs auf die Königin und ihre geliebten 15 Kinder waren immens. Der Heiratsprozess für die Töchter wurde gestoppt, was dazu führte, dass sie in einer Art Schwebezustand mit ausgiebiger Freizeit lebten.
Sie verbrachten ihre Stunden mit Botanik. Sie studierten Blumen und Pflanzen im künstlerischen Refugium der Familie, dem Frogmore House auf dem Gelände von Schloss Windsor. Prinzessin Elizabeth war meiner Meinung nach die künstlerischste und lustigste der Töchter, die wahre Lebensfreude hatte. Sie lernte, wie man mit Öl und Aquarellfarben malt. Das ist wirklich gut. Die Wassertropfen auf den Blättern und so. Und das Vogelnest. Brillant. Und das Moos. Als Elizabeth endlich verheiratet war, zog sie nach Deutschland und ihre Kunst veränderte sich. Sie beschäftigte sich mit Scherenschnitten, die sie an ihre Schwestern schickte. Diese sind von Elizabeth mit ihrer Schere wunderschön ausgeschnitten und sie konnten auf alle möglichen Arten dekorativ verwendet werden. Hier in diesen Pilasterstreifen haben sie braune Ausschnitte auf schwarzem Grund. Hier haben sie einen schwarzen Ausschnitt als Kontrast zu dem Weiß. Sie ist offensichtlich gerade dabei, ein Kind in einen Bottich zu werfen, um es zu waschen oder so. Lustig, oder? Dieser Raum heißt Charlotte Closet. Und in diesem Raum hängen eine Reihe wunderbarer Zeichnungen, die von Prinzessin Charlotte im Stil von Radierungen angefertigt wurden. Die Mädchen waren nicht die einzigen Kreativen in der Familie. Auch ihre kleinen Brüder wurden in Kunst unterrichtet. Diese sind alle vom Herzog von Sussex und dem Herzog von Cumberland, als sie noch klein waren. Unglaublich, dass diese Bilder entstanden sind, als sie gerade mal 9 oder 7 Jahre alt waren. Offensichtlich entstanden sie in Zusammenarbeit mit dem Lehrer, denn diese Art von Kompetenz in dem Alter zu erreichen, wäre sehr schwierig. Eine sehr gute Verwendung von Gouachefarben, oder? Man bekommt einen Eindruck davon, wie sie in Kunst und Tradition unterrichtet wurden. Genau das, ja. Bei unserer Suche nach den Dutzenden von Künstlern im königlichen Stammbaum sind wir auf eine Ära voller Kreativität gestoßen. Ein weiteres sehr kreatives Mitglied meiner Familie war meine Urgroßmutter, Königin Victoria. Sie und ihr Mann, Prinz Albert, verbrachten einen Großteil ihrer privaten Zeit im Osborne House auf der Isle of Wight. Sie zeichneten und malten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Viele der Ölgemälde von Königin Victoria und Mitgliedern ihrer Familie hängen noch heute im Osborne House. Beide waren sich der Bedeutung der Kunst bewusst. Aber ich glaube, für Victoria war es eine emotionale Angelegenheit, ein Ausgleich. Für Albert war es eher eine Art Pflicht. Wie viele meiner Vorfahren wurden auch Königin Victoria und Prinz Albert als Kinder zum Zeichnen ermutigt und erhielten eine sehr gute Ausbildung. Dieses faszinierende Skizzenbuch wurde von meinem Urgroßvater Prinz Albert im Alter von 12 Jahren angefertigt. Es kam mit seinem Gepäck aus Deutschland. Es ist interessant, dass er in diesen Skizzen ein gutes Auge für Soldaten hatte. Er schaute immer auf das, worauf Prinzen achteten, welche Medaillen und welche Uniform man trägt und welche Bänder und Streifen. Sie sind fesselnd. Voller Energie. Ja, voll von endlosen Katastrophen und militärischen Themen. Eine wunderbare Idee. Er galoppiert in diese Richtung und schießt auf etwas, das von hinten kommt. Sehen Sie sich das an. Seine Pferde sind ziemlich gut. Albert war ein ziemlich poetischer, ungewöhnlicher Charakter. Er war vor allem interessiert an der Veränderung. Sein Anliegen war die Idee der reformierten Familie. Ich glaube, er hatte eine der wichtigsten pädagogischen Ideen des 19. Jahrhunderts aus Deutschland mitgebracht, nämlich die Idee des Kindergartens. Königin Victoria war sehr fortschrittlich und hatte das große Glück, innerhalb von 17 Jahren 9 Kinder zu bekommen, ohne eines zu verlieren.
Sie verbrachte Stunden damit, sie zu skizzieren. Dieses von der königlichen Familie gehütete Album ermöglicht einen einzigartigen Blick auf sie als Künstlerin und Mutter. Da man keine Kameras hatte, war es sehr wichtig, dies zu tun, da man sonst überhaupt keine Zeitdokumente hatte. Das Erstaunliche ist die Zeit, die sie hatten. Sie hat damals auf Schreibpapier gemalt. So habe ich auch angefangen. Ich finde diese frühen Skizzenbücher mit den Bildern der Kinder sehr interessant. Sie hatte eine große Beobachtungsgabe. Sie war von Menschen fasziniert. Sie zeichnete zarte Bilder von ihren eigenen Kindern. Sie kritzelt auch Porträts des Premierministers, aber hatte offensichtlich eine sehr liebevolle Sicht auf ihre Kinder. Ich finde diese Bilder so unglaublich schön. Das muss in... Es sieht aus wie Windsor. Hinreißend. Rückenansicht. Wieder angezogen. Prinz Alfred. Das ist so eine wunderbare Palette, finde ich. Das ist der Kaiser. Wunderbare Rückenansicht. Sowohl Victoria als auch Albert bestanden darauf, dass ihre Kinder auch zeichnen, malen und schreiben lernten. Es stand in ihren Stundenplänen, die sie im Alter von 4 Jahren schon hatten. Das war Teil der üblichen Herangehensweise an die Kindererziehung. Man wollte sicherstellen, dass sie ein angemessenes Verständnis für die Kunst haben. Ihr fangt damit an, mit einem Pinsel zu lavieren. Später werdet ihr dann die Möglichkeit haben, eine Linie zu zeichnen. So lernt ihr unterschiedliche Arten von Lavierungen. So bekommt ihr verschiedene Schichten hin. Das gibt dem Ganzen ein Gefühl von Bewegung. Und man macht schnell Fortschritte. Prinz Charles gründete seine Zeichenschule in London mit der Idee, die Tradition des Zeichnens weiterzugeben, so wie schon zur Zeit von Königin Victoria und König George. Heute bietet die Schule Kurse für alle Altersgruppen an. Seine königliche Hoheit setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Schülern zu zeigen, dass Kunst eine wunderbare Inspirationsquelle ist und dabei hilft, ihre Vorstellungskraft zu trainieren. Wenn man diesen Input nicht bekommt, wenn man nicht dazu ermutigt wird, sein Auge zu benutzen, dann verpasst man eine Menge von der Welt um sich herum. Der älteste Sohn von Königin Victoria, mein Ururgroßvater, der spätere König Edward VII., war als Bertie bekannt. Sein Lehrer brachte ihn dazu, zu kopieren. Lustigerweise lernt man viel, wenn man etwas abmalt. Ich glaube, so war es auch in diesem Fall. Als Edward Corbould das eine und mein Ururgroßvater das andere malte. Das hat nicht geklappt. Da hatte er offensichtlich einen schlechten Tag. Es ist ziemlich schwer. Ansonsten machte er es gut. Es ist nicht ganz richtig geschrieben. Napoleon. Königin Victoria verbrachte viel Zeit in Schottland an ihrem zweiten Rückzugsort, Balmoral, wo die Natur ihre Kunst weiter inspirierte. Auf Schritt und Tritt hat man ein Bild vor Augen. Diese schottischen Bäche voller Steine und glasklar. Sie sind einfach wunderschön. Die Blicke durch die Bäume, die Tiefe eines Schattens, die moosbewachsenen Steine gemischt mit Schiefer. Diese Mischung aus Wildnis und Kunst ist Perfektion.
Einige von ihren Aquarellen sind wirklich bemerkenswert. Und der Blick aus ihrem Fenster in Balmoral. Diese Aussicht kenne ich so gut und sie ist so eindrucksvoll. Und was ich faszinierend finde, ist, dass ich am Ende den gleichen Ausschnitt gezeichnet habe. Ich kenne diesen Ort mein Leben lang. Ich war hier schon, bevor ich denken konnte. Es ist auch mein Zuhause. Und ich bin in den letzten 60 Jahren immer wieder über die Hügel gewandert. Sie werden unauslöschlich Teil deines Lebens und deiner Seele. Es ist das Licht, das auf die Landschaft und die Berge fällt und die Schatten. Das ist es, was sich einprägt. Und es passiert komischerweise nicht sehr oft, aber plötzlich hat man die richtige Kombination. Dann sind es die Dunkelheit, das Licht und die Formen, die so wichtig sind. Wenn ich etwas entdecke, muss ich plötzlich innehalten und versuchen, es mir so gut wie möglich einzuprägen. Ich denke, das Beobachten ist eine gute Übung. Man muss versuchen, es sich zu merken. Was ist mit den Farben? Was sehen Sie in den Farben? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass jeder die Farben etwas anders sieht. Es hängt davon ab, wie man die Welt betrachtet. Der Reiz besteht natürlich darin, dass man beim Betrachten überlegt, welche Farben man verwenden wird, um dieses Gefühl zu vermitteln. Und eine der schwierigsten Aufgaben ist die Farbe der Birken im Winter, wenn sie sich im Januar violett färben. Das ist ganz besonders, die kahlen Äste. Im Herbst, im Oktober färbt sich ein Großteil des Grases orange. Der Frost ist sehr besonders und hat eine erstaunliche Farbe. Es ist nicht einfach, die Gelb-, Orange- und Rottöne glaubhaft aussehen zu lassen. In 1861 starb Albert, der Ehemann von Königin Victoria. Wir fanden heraus, dass dies dramatische Auswirkungen auf ihre Kunst hatte. Sie zog sich 40 Jahre lang in die Witwenschaft zurück. Und ihr Malkasten wurde ihr Trostspender. Tausende ihrer Gemälde sind als Zeugnis dieser Zeit der Trauer entstanden. Das Tragische daran ist, dass diese Bilder alle nach Prinz Alberts Tod entstanden sind. Auf ihnen steht 1864 beispielsweise: Das 3. Jahr meiner Verlassenheit. Das steht auf jedem. 1., 2., 3., 4. Die Porträts der Kinder verschwanden fast völlig. Und stattdessen malte sie leere Landschaften. Im Stil einer echten Künstlerin drückte Königin Victoria ihre Gefühle durch ihre Kunst aus. Und hier ist ein weiteres Bild vom 1. Oktober mit Blick aus ihrem Fenster auf das Dee-Tal. Wunderbares Bild. Da hat sie viel verbrannte Umbra und solche Dinge benutzt.
Der Tod von Prinz Albert beeinflusste die Kunst von Königin Victorias sechstem Kind, Prinzessin Louise, genauso wie die ihrer Mutter. Ich nehme an, sie war erst 12 oder 13 Jahre alt. Sie wurden alle ermutigt, eine Zeichnung oder ein Gemälde zu malen, auf dem sie von ihren Eltern träumen, die im Himmel wiedervereint sind. Es ist ein tolles Werk. Diese sind bemerkenswert und Prinzessin Louise war eine wirklich gute Künstlerin. Sie hatte gelernt zu zeichnen und zu skizzieren, wie es jede junge viktorianische Dame tun würde. Aber Prinzessin Louise fiel es schwer, sich von der erdrückenden Haltung ihrer Mutter zu lösen, die in ihrer Trauer nicht gestört werden wollte. Louise fand einen Ausweg und fand ihre eigene Identität, indem sie sich der Bildhauerei widmete. Der Gedanke, dass eine Frau Bildhauerin wird, wurde eher anerkannt als andere Kunstformen. Das liegt möglicherweise daran, dass man Bildhauerei mit Denkmälern und Gedenkstätten verbunden hat. So war es, wenn man so will, eine Art, der Familie Respekt zu zollen, den die Tochter ihren Vorfahren entgegenbrachte. Louise fertigte nämlich eine Reihe von Skulpturen von ihrer Familie an. 1893 schuf sie ihr wohl bekanntestes Werk, eine Statue ihrer Mutter, die sie sitzend bei ihrer Krönung zeigt. Sie ist heute in den Kensington Gardens zu sehen. Sie unterstützte die Arbeit von Frauen sehr stark und deren Chancen und Möglichkeiten, beruflich tätig zu werden. Sie war eine moderne Prinzessin. Man bekommt hier ein Bild davon, wie die viktorianische Gesellschaft sich in den Idealen der königlichen Familie widerspiegelte. Sie ging es als Amateurin sehr professionell an. Sie verdiente zwar kein Geld damit, und natürlich war es verboten, dass ein Aristokrat daran denkt, ein Bild zu verkaufen, aber sie hatte tatsächlich den Ehrgeiz, so gut wie ein Profi zu sein. Diese hier sind von Königin Alexandra, die meine Ururgroßmutter war und meinen Ururgroßvater König Edward VII. Heiratete, als er Prinz von Wales war. Als sie als Kind in Dänemark war, hatte sie sehr guten Unterricht, unglaublich kompetent. Sehen Sie sich die Felsen an. Wirklich schön. Und wenn man bedenkt, dass sie das mit diesem winzig kleinen Malkasten und einem winzigen Pinsel gemalt hat. Aber sie hatte eindeutig ein angeborenes Talent. Sie ist fantastisch. Das ist ein wunderbares Bild ihrer Schwiegermutter, Königin Victoria. Eine so wunderbare Figur, nicht wahr? Das muss in Balmoral gewesen sein. Eine wunderbare Momentaufnahme des Lebens in Balmoral, oder? Das ist eine wunderbare Aussicht auf den Fluss Dee in der Nähe von Abergele, den Alexandra so gut einfängt. Außergewöhnlich. Das muss Loch Mick sein, wo wir waren. Genau. Das ist es. Die künstlerischen Wurzeln des Prinzen von Wales sind nicht nur mütterlicherseits. Er war sehr daran interessiert, den Stammbaum seines Vaters zurückzuverfolgen. Und auf unserer Reise machten wir eine erstaunliche Entdeckung. Ein Marinekommandant, der ein professioneller Künstler hätte sein können. Der Großvater meines Vaters, mein Urgroßvater Prinz Louis von Battenberg, hatte bemerkenswerte Fähigkeiten. Ich wusste nicht, was für ein großer Künstler mein Großvater war. Er zeichnete seine Skizzen, die mehr als nur Skizzen sind, während er meinen Ururgroßvater, König Edward VII., auf seiner Indienreise im Jahr 1875 begleitete.
Und die Bilder, die er von dieser Reise gemacht hat, wurden von der Illustrated London News gezeigt. Und man musste unglaublich gut und kompetent sein, um das zu schaffen. Er war also außergewöhnlich. Mein Großvater hat scheinbar das Talent geerbt. Ich nehme an, dass auch sein Vater, Prinz Alexander, ein Künstler war. Man muss natürlich bedenken, dass man damals alles gezeichnet hat, denn sonst konnte man den Leuten nicht zeigen, was man erlebt hatte. All diese wunderbaren Zeichnungen fertigte er auf der Reise an. Und sie zeigen ihn als Künstler. Seine königliche Hoheit erhielt für seine Frau oft Juwelen und Perlen von sagenhaftem Wert, für die manche Maharajas ein ganzes Jahreseinkommen ausgaben. Oft waren auch lebende Tiere dabei. Einmal wurde ein ausgewachsener Tiger von 4 kräftigen Männern hereingeführt, wobei 2 das Halsband und die anderen die Lenden festhielten. Das Tier trat mir fast auf die Zehen und hat mich ziemlich erschreckt. Auf dem Heimweg fertigte ich eine Reihe von Skizzen an von den verschiedenen Tieren in diesen Situationen. Sehr komisch. Ich schickte sie an die Illustrated London News und nach einiger Zeit füllten sie fast eine ganze Ausgabe des Magazins damit. Ich verdiente eine Menge Geld und wurde zum Ehrenmitglied des Royal Institute of Painters in Watercolors. Ah, da ist es, der Strauß. Das ist brillant gemacht. Sie müssen nervös gewesen sein, als Sie versucht haben, den Strauß die Treppe hinaufzukriegen. Seine Federn kommen gut heraus. Es war eine schreckliche Zeit. Ich hoffe, der arme Vogel hat nicht gelitten. Armes Geschöpf. Ich glaube, die waren für den Zoo bestimmt. Ich frage mich, wie lange sie im Zoo überlebt haben. Manchmal bekommt man wirklich außergewöhnliche Dinge geschenkt. Chruschtschow und Balganin schenkten mir 1955 einen russischen Bären, als sie zu Besuch kamen. Den brachten wir direkt in den Zoo. Und vor ein paar Jahren waren wir in Pakistan, ganz oben im Norden Pakistans. Da bekam ich ein wunderschönes, champoniertes männliches Yak geschenkt, das toll aussah. Aber ich konnte es nicht mitnehmen. Es hätte in keine Kiste gepasst. Ich musste es zurücklassen. Aber es wäre schon lustig gewesen, ein Yak mitzunehmen und es in Highgrove zu halten. Absolut außergewöhnlich. Diese Idee, auf einer Art Sänfte getragen zu werden. Wie seine Vorfahren, Prinz Louis und der Prinz von Wales vor 150 Jahren, reist auch der Thronfolger viel durch die Welt und steht dabei in der Öffentlichkeit. Obwohl wir mehr als 15.500 Kilometer von London entfernt sind und ich so einen Jetlag habe, dass ich mich wie ein paar Würstchen kurz vor einem Barbecue fühle, ist es eine große Freude, wieder hier in Australien zu sein. Und wir sind unglaublich gerührt von dem herzlichen Empfang. Für einen leidenschaftlichen Künstler wie den Prinzen von Wales bieten diese heißen und exotischen Reiseziele viel künstlerische Inspiration. Doch in seinem vollen Terminkalender kommt das Malen zunehmend zu kurz. Also lädt er einen unbezahlten Künstler ein, ihn zu begleiten. Ich habe 1985 beschlossen, dass ich bei jedem offiziellen Besuch im Ausland einen Künstler mitnehme. Das mache ich also schon länger. Ich hoffe, dass es in den kommenden Jahren für den einen oder anderen amüsant sein wird, was dabei herauskommt. Die Tatsache, dass ein Künstler in der Nähe ist, genieße ich sehr, weil ich Künstler mag.
Es war wirklich eine angenehme Überraschung, als ich gebeten wurde, mit ihm auf die Reise nach Australien zu gehen. Ein Gemälde ist für die Nachwelt viel faszinierender als manche Fotografie. Deshalb nehme ich sie mit. Aber auch, um die Tradition der königlichen Sammlung aufrechtzuerhalten. Sehr schön, Warwick. Danke, Sir. Ich danke Ihnen. Sie haben einen sehr guten Platz gefunden. Wunderschön, im Schatten, großartige Aussicht. Und Sie haben Experten, die Ihnen über die Schulter schauen. Probieren Sie noch etwas von dem Essen. Oh, da freue ich mich drauf. Das ist großartig. Es ist ein Anfang, ich danke Ihnen. Wenn der Prinz einen Künstler mitnimmt, bekommt er vielleicht keine vollständige Dokumentation der Orte, an denen er gewesen ist. Aber er bekommt hoffentlich eine erinnerungswürdige Arbeit eines Künstlers. Sie können sich vorstellen, dass ich auf den offiziellen Auslandsreisen keine Zeit habe. Also mache ich kleine Skizzen, die ich dann nach meiner Rückkehr ausarbeite. Im Oman wurden wir in die Wüste gebracht und hatten nur 1 Stunde Zeit, um zu malen. Also habe ich ihn gemalt, wie er die Wüste malt. Die meiste Zeit ist er im Dienst. Und das Malen gibt ihm ein wenig Zeit zum Nachdenken und auch ein wenig Zeit, um die Dinge auf einer tieferen Ebene wahrzunehmen, als es sein turbulentes Leben normalerweise zulässt. Diese Art zu malen hat fast etwas Meditatives, weil man in eine andere Welt eintaucht. Es ist außergewöhnlich. Alles andere ist ausgeblendet. Und man geht so sehr darin auf und Meditation ist wirklich Konzentration. Wenn man dann fertig ist, ist es, als würde man einen Vorhang zur Seite ziehen und in die reale Welt zurückkehren. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass Menschen, egal wie sehr sie ihr Leben in der Öffentlichkeit verbringen müssen, auch ein wenig private Zeit haben und sich Dingen widmen, die sie erfüllen. Ich denke, Prinz Charles hat sich als Künstler enorm entwickelt. Und es ist immer schön zu entdecken, dass man vielleicht etwas von früheren Generationen geerbt hat, was er zweifellos hat. Das ist die Huna-Mühle in der Nähe von John O'Groats. Es ist ein wunderbarer Ort. Nach einer Weile entwickelt man ein System und dasselbe gilt für die Farben. Ich neige dazu, immer dieselbe Art Farben zu verwenden. Ich habe im Großen und Ganzen gelernt, wie man sie mischt und was ergibt. Das Tolle ist, dass man nach einer Weile merkt, dass so etwas aus der Ferne viel besser aussieht. Ich glaube, auf 100 Metern Entfernung würde es ganz gut aussehen. Sie strahlen etwas Tiefsinniges aus. Und das ist es, was der Prinz kann. Ebenso wie sein Sinn für Disziplin, den er in allen Momenten seines Lebens zu haben scheint, ist er daran interessiert, hinter die Oberfläche zu schauen. Er ist an bleibenden Eindrücken interessiert. Das ist in Marokko. Ich habe das gemalt und hätte fast das Flugzeug verpasst, weil ich es zu Ende bringen wollte.
Natürlich ist das Problem, wenn man in diesen heißen Ländern draußen sitzt, dass das Wasser verdunstet, wenn man nicht aufpasst. Diese beiden sind vom Selous-Wildreservat in Tansania, wo es unheimlich viel geregnet hat. Alles war überschwemmt. Aber ich bin damit sehr zufrieden, weil es diese schwüle Hitze ausstrahlt. Das ist die Serengeti. Die beste Tageszeit ist um 6 Uhr morgens für 2 Stunden. Und wenn man morgens früh genug aufsteht, ist 6 Uhr morgens zu dieser Jahreszeit fantastisch. Ich kann nicht mitten am Tag malen, das funktioniert nicht. Das inspiriert nicht, oder? Es gibt keine Schatten, keinen Kontrast. Die Zypressen sind sehr inspirierend. Das war in der Toskana. Das Schöne war, die Umrisse und das Licht an den Rändern der Zypressen herauszuarbeiten. Es war wieder gegen Abend, als die Schatten von diesem bewaldeten Hügel herunterkamen, was ich so besonders fand. Beim Betrachten seiner Kunst lernen wir eine andere Seite des Prinzen von Wales kennen. Inspiriert von seinen Vorfahren widmet er sich in seiner Freizeit gerne der Malerei. Aber er ist nicht das einzige Mitglied der heutigen Generation der königlichen Familie, das Kunst produziert. Unsere Reise führt uns zur Nichte der Königin, Sarah Armstrong Jones, eine professionelle Künstlerin, die ebenfalls von ihrer Familie inspiriert wurde. Meine Mutter war sehr kreativ und künstlerisch. Sie hatte einen erstaunlichen Verstand. Und mein Vater war Fotograf. Also komme ich aus einem sehr kreativen familiären Umfeld. Als sie klein war, war sie von all diesen schönen Gemälden und Dingen umgeben. Und sie wollte das an meinen Bruder und mich weitergeben. Sarah kämpft heute um ihren Platz in der Welt der zeitgenössischen Kunst. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich mit einer Galerie zusammenzutun und jemanden zu haben, der einen vertritt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt in dieser Position bin. Hallo. Hallo Sarah. Wie geht es Ihnen? Hallo Richard. Hi Paul. Ist alles gut angekommen? Ja, ist angekommen. Wir bauen gerade um. Wir stellen nicht anonym auf Kunstmessen aus, also steht Ihr Name drauf. Die Leute stellen manchmal die Verbindung her und sagen, oh, das ist die Tochter von Prinzessin Margaret. Und wir sagen ja. Die Gouache vielleicht in den Flur? Gute Idee. Können Sie sie in einer Reihe aufhängen? Ja. Wir machen keine besonderen Zugeständnisse wegen ihrer Herkunft. Unser Hauptkriterium ist die Stärke der Arbeit und wie die Ausstellungen funktionieren. Sie ist experimenteller als einige der anderen Künstler, die wir ausstellen. Sie treibt sich selbst an und ist eine professionelle Künstlerin, die sich voll und ganz dieser Tätigkeit widmet. Die Zeichnungen zeigen die Natur, aber in einem größeren Maßstab, weil ich die Bleistiftlinie in einem größeren Maßstab sehen möchte. Und manchmal fügen sie sich in die Ölgemälde ein. Eines Tages passierte es einfach. Ich habe versucht, ein wenig mit meinen Zeichnungen zu experimentieren. Und ich nahm meine Zeichnungen und habe versucht, sie mit den Aquarellen zu kombinieren. Mir gefiel, was daraus entstand. Und ich habe diese Art Bilder weiterentwickelt. Ich versuche mich so gut wie möglich an alle Farben zu erinnern und nutze meine Zeichnungen aus der Natur als Grundlage. Als wir uns auf diese Reise begaben, wussten wir nicht, was wir entdecken würden.
Als wir hinter das öffentliche Gesicht der britischen Monarchie blickten, fanden wir in der königlichen Familie ein echtes Engagement für die Kunst, Generation über Generation. Jeder von ihnen hat die Wertschätzung dafür geerbt, was die Ausübung von Kunst mit sich bringen kann und wie wichtig die Weitergabe von Kunstverständnis ist. Glauben Sie, dass es in Ihrer Familie ein künstlerisches Gen gibt, das Sie geerbt haben? Es muss vererbt werden und ich hoffe, wir können es an die nächste Generation weitergeben, um zu sehen, was daraus entsteht. Ich vermute, dass es in den meisten Familien Menschen gibt, die es tun könnten, wenn sie es wirklich wollten. Aber wie bei allen Dingen zeigt es, wie wichtig es ist, dass man schon in jungen Jahren lernt, Dinge zu schätzen und zu beobachten. Bei einer so starken kreativen Tradition, wer weiß, wer der nächste königliche Künstler sein wird.